Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Herzlich willkommen zurück zu Stories, The Path of Destinies. Ich würde gerne den Tempel. Ich würde mit den Skyripper. Oder wollen wir mal den Skyripper? Komm, wir machen mal den Skyripper. Every child knew about the Skyripper. The transcendent emperor had buried its pieces. What could have brought them to light? This emperor, Isengrim III, had once been kind, but he'd gone mad. And now he was conducting secret, obscene rituals to bring back the lost gods. Had he, somehow, summoned the long-lost components of the legendary weapon out of the deep places of the earth? It was more than Reynardo could fathom. But if he could find a legendary weapon, he would use it. Ja, aber hallo. Dann machen wir uns mal auf die Suche nach Skyripper. Und vielleicht ist das ja echt eine Waffe, aber ich glaube einfach nicht, dass das eine Waffe sein wird, die wir dann behalten können. Aber wenn ich das Spielprinzip richtig verstanden habe. As he set foot on the island, Reynardo couldn't help feeling a bit curious. Was Lapino still waiting to be rescued? No. He was probably drinking champagne with the ravens. Did ravens drink champagne? Did rabbits? Reynardo felt oddly thirsty, come to think of it. Why had he chosen the Skyripper? Reynardo never made plans that required constant vigilance. He was a hero. He didn't think too much. He just went with his gut and hoped it all worked out. Hey, Skyripper was a long shot. He'd have to devote himself to it. No side journeys, no rescuing old friends. That was against his nature. Could he stick with it? Das werden wir noch herausfinden. Ah, das ist noch eine Kiste. Hol dir das Gehäuse des Skyrippers. Okay. Und wir behalten unsere Sachen, unser Inventar, unsere Waffen. Ja, wir könnten uns ein Feuerschwert machen, wenn wir noch mal so eine Werkbank finden sollten. Dann könnten wir uns ein neues Schwert craften. Ist hier hinten irgendwas? Jetzt die Frage, wo geht's eigentlich weiter? Nein, hier geht's nicht weiter. Hier ist nur eine Kiste. Sehr gut. Gut, Erz haben wir 40 Stück. Das müsste eigentlich für ein neues Schwertchen reichen. Dann gehen wir hier den Nebel entlang. Da ist eine Werkbank. Perfekt. Dann schauen wir doch mal. A crafting bench. Reynardo wondered what he could make with it. Genau. Wir könnten einen Feuersturm herstellen. Aktuelle Stufe noch ungeschmiedet. Ja. Während des Angriffs setze den Gegner in Brand. Kostet Energie. Komm, wir bauen das. Errungenschaft Excalibur? Nee. Setze außerdem alle Gegner in der Umgebung in Brand. Das können wir beim nächsten Mal. Okay. Winterdorn, da fehlt noch was. Ah, das Heldenschwert ist schon auf der höchsten Stufe. Okay. Wie wechsle ich nochmal? Ah, so wechsle ich. Okay. Dann behalten wir doch mal... Hey, I'm a Firefox, thought Reynardo. Firefox. Leider mit Feuerfuchs übersetzt worden, aber naja. Zündet der Witz nicht so ganz. Aber macht ja nichts. Wir haben jetzt ein Feuerschwert auf jeden Fall. Und ich bin sehr gespannt. Oh nein, da sind die schon wieder. Oh nein, oh nein, oh nein. Das war gut, aber wir wurden leider trotzdem getroffen. Wir könnten uns ja einfach heilen. Sharp? Check. Pointy? Check. Flexible? Check. What else do you need in a sword? Na eben. Mehr braucht man doch nicht. So, der kommt jetzt zurück. Jetzt kommen sie beide zurück. Ich bin hier hinter. Ja, hier hinter bin ich sicher, das ist gut. So, er dreht um. Er dreht auch um. Einmal. Zweimal. So, die haben wir aus dem Weg geräumt. The people who had built this castle, did they even know what monstrous weapon lay hidden within their walls? The Skyripper could destroy anything it touched, or so the legend said. As the Transcendent Emperor had fought the lost gods, thousands of thousands had died. But Reynardo had been through wars. The only merciful war was a short one. Das stimmt. Hier haben wir einen Altar, wo wir nochmal 2 Punkte haben wir. Können jetzt hier am Haken, können wir was verbessern? Ja, hallo?
Wenn du deinen Feind mit Schild anhakst, verliert er den Schild und wird angreifbar. Das ist natürlich nice. Geh einen Gegner durch Stürzen an, um durch ihn hindurchzukommen und Schaden anzurichten. Funktioniert nicht bei Gegnern mit Schilden. Oder Combo, greife Feinde aus der Entfernung an. Wird bei Erreichen einer bestimmten Combo-Schwelle automatisch aktiviert. Zeit. Verlangsame bis zu einem erfolgreichen Angriff. Taktischer Kampfmodus für wahre Meister. What? Durchbohren. Schaden. Okay. Die haben alle nur Rang 1. Können jetzt ein bisschen mehr Leben nehmen oder ein bisschen mehr Tempo. Aber ich würde einmal das nehmen auf jeden Fall. Und das nehmen wir auf jeden Fall mit. So. Jetzt haben wir das falsche Schwert. Nee, doch nicht. Ah, das geht auch mit dem Schwert. Ach, man muss es wahrscheinlich nur dabei haben, ne? Wahrscheinlich. Hier können wir nichts machen. Da fehlt uns noch das Wind-Eis-Wasserschwert, was auch immer. Oh noes. Ein bisschen so im Brand stecken hier. Das ist nice. Akzeptabel und perfekt. Remembering all his old tricks and some new ones. He really ought to ask for a raise. Kann man plötzlich so viel kaputt machen. Was ist los? Nur nichts drin, außer ist das nicht Energie doch. Jetzt sind wir natürlich wieder vom Altar wieder weg, ne? Da kommen wir auch nicht wieder zurück, okay. Man kann also nicht zurück und nochmal zum Altar. Jetzt gäbe es hier einen alternativen Weg, wo wir wieder das falsche Schwert für haben. Verdammt. Was brauchen wir denn da? Das geht jetzt auch nicht, wenn ich den mache, ne? Nee. Na gut, dann gehen wir diesen Weg. Der einzige, den wir gehen können. Oh nee, oh nee. Ich hasse die. Gut, dass die One-Hits sind. You never saw that coming. So, jetzt die zwei könnten noch ein bisschen knifflig werden. Ich glaube von hier. Doch, komme ich dran. Gut, dass die nur einen Schlag brauchen. Habe ich das gerade schon gesagt? So. Die haben wir erledigt. Oh, da kommt noch mehr. Die fahren schön im Kreis. Okay, dann können wir theoretisch hier warten und immer schön einen nach dem anderen hier zerschnetzeln. Ich höre so Geräusche. Kommen da wieder neue nach? Na! Ich gehe einfach mal gerade ein Stück. Ne, kommen keine nach. Okay. Ach, so einer schon wieder. So, jetzt habe ich ihm sein Schild weggenommen. Müssen wir bei ihm jetzt auch mal machen. So. Das ist ein bisschen einfacher, als sie da drauf zu werfen. Gut und mangelhaft. Und wir haben Combo-Brecher als Erfolg bekommen gerade. Combo-Breaker. So, da geht's weiter. Ist das hier dasselbe? Da sind a puzzle. Oh nein. Reynardo loved puzzles. Except when he couldn't figure them out. On the other hand, if there was a puzzle, it was probably meant to keep people away from something good. Ja, wahrscheinlich. Erstmal ein bisschen umschauen. Ah, wir haben das Feuerschwert. Das heißt, wir können diese Feuertür öffnen. Wir haben gerade den Erfolg Forscher bekommen. Was that your
shield? Die Kommentare sind so cool. Ah, nein, 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 nein. Nein. Wir waren da hinten. Ein bisschen heilen gerade. Ist dann ein bisschen wichtiger als das Feuerschwert. So, gut und perfekt. Das ist doch schön. So, gibt's denn hier was Tolles hinter diesen Feuerdingern? Ich lasse mal das Feuerschwert an. Ah, eine Truhe. Oh, sweet. A gem. All he needed now was a workbench, and he could slot it into his gauntlet. Cool. Juwelen sind seltene Objekte, die deine Fertigkeiten verbessern. Finde eine Werkbank, um dein neues Juwel zu verwenden. Nice, wir haben unser erstes Juwel gefunden. Das ist ja cool. That had been his mistake before. Trusting his old friend Lapino, who'd been through so many battles with him and shed so many heartaches, who he'd rescued so many times. What was up with that guy anyway? Was war überhaupt los mit dem Typen? Der Lapino. So, wo genau sind wir jetzt? Ah, ein Altar. Immerhin können wir da nochmal aufsteigen. Das macht 5 Schaden, dann macht es 10 Schaden. Kann ich das schon kaufen? Oh ja, kann ich. So, dann machen wir mal 10 Schaden. Wenn ich ihn greife. Okay, dann muss ich auch ein bisschen mehr greifen. Das hatte ich leider nicht gelesen, dass da steht, wenn du ihn greifst. Sonst hätte ich das nicht genommen. Interagieren. There it was. Skyripper's armature. The stuff that dreams are made of. Engineers' dreams, anyway. The device was intricate. No one alive had the skill to make a thing like it. How was it part of a weapon at all? He'd have to ask a scientist. But first, he'd get the second piece. Skyripper had a heart. A core that had come to rest on the next island. Well, there was another island he could reach. Zenobia had just invaded it with her father's Raven battalions. She must be encamped there still. But fighting Zenobia now, that made no sense at all. He'd already sacrificed one friend to get this armature, was it? He didn't need to hurry to face her. She would find him. Okay, ich würde sagen, wir gehen weiter zu... Warum ist da jetzt das PlayStation-Symbol da unten rechts? Ich weiß noch nicht, wo Dreieck ist auf meinem Xbox-Controller. Wir gehen natürlich weiter namens Skyripper. Der einzige Grund, das Gehäuse zu finden, war die legendäre Waffe zusammenzusetzen, die einst die verlorenen Götter verbannt hatte. Es lag auf der Hand, dass Reynardo den Kern an sich bringen musste. So sieht's aus. It was a no-brainer. He'd sacrificed his old friend Lapino to get the armature. And the armature was useless by itself, only a series of coils and wheels. War demanded sacrifices, and he would make more before the end. He would have to choose the greatest good, no matter how much it cost him. Zenobia. Well, he would see her sooner or later, across a battlefield or a sword's point before all this was over. He was sure of that. The power was in the core. Obviously, he had to get the core. Okay, wir suchen den Kern vom Skyripper und haben jetzt wahrscheinlich Lupino in den sicheren Tod geschickt. Aber der ist eh ein Verräter. Ich weiß nicht, warum der Erzähler da noch so ein bisschen so auf Schuldgefühle macht. Wir wissen doch, dass der ein Arsch ist. Sunk in before he was even out of sight of the Farfarer. Why had he chosen the Skyripper? It was the sort of path he'd always avoided. The path of responsibility, of seriousness. Had he grown up? He didn't feel grown up. He'd made this decision from his gut, like he always did. Somehow, he'd impulsively decided to stop being impulsive. Did that make any sense? So ein bisschen. Whee! Hui!
Hole den Kern des Skyrippers. Das haben wir vor. Haben wir erstmal, looten wir noch alles. Und porten uns dann hoffentlich wieder zurück. Und nicht woanders hin. Ja, da kommt der Skyripper auch angeflogen. Das Gehäuse zumindest. Jetzt hätte ich gerne noch so ein... Was ist das? Herunterspringen. Will ich das? Ne, erstmal hole ich mir das hier. So, leider noch keine Werkbank, sonst könnte man so ein schönes Juwel mal endlich einsetzen. Ja, dann springen wir hier runter. Hui! Der kommt von der Seite. Ist ja interessant. So, hier geht es wahrscheinlich nicht weiter. Nein, da geht es nicht weiter. Nichts übersehen hier. Eine Werkbank oder eine Truhe oder irgendwas. Möchte ich ja schon gerne mitnehmen. Zum Beispiel diese Truhe hier. This one contained nothing but unmatched gloves. And something more useful. There was something sour in the air. Like the earth had ruptured over something that had been fermenting for a very long time. Habe ich wieder Glück gehabt mit der Richtungswahl? Oder geht es hier weiter, wo es weitergeht? Ich glaube, hier geht es weiter, wo es weitergeht. Dann möchte ich ja doch gerne lieber da hinten nochmal lang. And this is why heroes are called dashing, Reynardo thought. See? Dashing? Get it? Nee. Den englischen Wortwitz habe ich jetzt leider nicht verstanden. So, dann haben wir auch die Kiste geholt. Los. Dash. Wir könnten vielleicht sogar ein neues Schwert schmieden an der Werkbank, wenn wir jetzt nur eine finden würden. Oh noes. Oh, das ist wieder so ein Geistscheiß. So, dann haben wir auf jeden Fall mal erledigt. Akzeptabel und perfekt. Naja. There were fewer and fewer trees. There were only these huge crystalline growths. Had those been here before? He no longer heard birds except for the feverish cawing of the ravens when they attacked. He couldn't smell the small animals of the forest. The mice and rabbits. Where had they gone? And he was getting hungry too. This was an unhealthy place to be. Das ist ein Altar. Ich hätte ihn fast übersehen. Aber wir haben eh keine Punkte. Wir brauchen eine Werkbank, kein Altar, Rainbird. Werkbank. Die glitzern so. Kann ich aber nichts mitmachen. Oh no! Das ist wieder so ein Schwertspasti. Schild. Habe ich Schwertspasti gesagt? Natürlich Schildspasti. Barely landed a claw on him. Jetzt habe ich ein Level up und der Altar ist da hinten. Kann ich da zurück? Jetzt vielleicht mal? Nein, der Rückweg ist immer verschlossen. Der Rückweg ist verschlossen. Oh nein. Ich glaube, wir sind da. Interagieren. The 20-sided core made him feel physically sick. Once he had sneaked into a temple of the dark arts and he hadn't liked what he smelt and saw there. This felt like that. As quick as he could, he wrangled the icosahedron into the armature. The wheels began to spin, then glow. The sick feeling quickly spun away. Now he only felt sad. He had lost good friends for this war apparatus. Maybe Lapino wasn't such a good friend. Yeah, that made him feel better. He carried his prize back to the Farfarer. Now, he had to make his next move. There was a key Imperial outpost on the Nexus. If this really was some sort of super weapon,
He could use it to wreak havoc on the enemy. And if it wasn't, well, better to know that before the final battle. But maybe he should show it to some scientists first. There was an observatory on the Nexus. Maybe he should go there before he fired it. Hol dir Hilfe bei den Wissenschaftlern. Der Skyper war komplett. Die Superwaffe konnte dem Wahnsinn des Imperators ein Ende setzen. Aber hatte Reynardo sie richtig zusammengesetzt? Würde sie im entscheidenden Moment funktionieren? Die Wissenschaftler auf dem Nexus hätten sicher Antworten auf all seine Fragen. Oder, aber würde sie im entscheidenden Moment funktionieren? Vielleicht sollte er einen Feldtest durchführen und der imperiale Außenposten auf dem Nexus war das perfekte Ziel. Ich würde sagen, in diesem Run ignorieren wir einfach mal alle anderen Menschen oder Kreaturen und machen einfach so einen auf Lonesome Hero. Wisst ihr, wir haben jetzt die Superwaffe zusammengebastelt, jetzt testen wir die aus und schlagen gegen den Außenposten. Ich glaube, das machen wir in der nächsten Folge. Ich danke euch sehr fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal bei Stories, The Path of Destinies. Macht's gut. Tschüsschen!